Kommen wir zu meinem dritten Gesprächspartner, das ist Bernd Heinrichs. Herzlich willkommen, lieber Heinrichs. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, Herr Beifuß. Herr Heinrichs ist CDO, Chief Digital Officer bei Bosch Mobility Solutions. Ja. Das ist die große Bosch-Sparte, die größte Sparte des größten Automobilzulieferers der Welt. Ja. Ja? Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, bewegen wir uns natürlich direkt nochmal in die Herzkammer der deutschen Industrie. Keine Industrie wird so sehr als die deutsche Industrie bezeichnet wie die Automobilindustrie. Und da ist ja im Moment nun auch einiges los, oder? Ja, da ist sehr viel los und es verändert sich gerade sehr viel. Es verändert sich sehr viel und sehr spannend ist ja, lieber Heinrichs, dass Sie ja ein Wandler auch zwischen den Welten sind. Ja. Das gibt es ja selten. Wir haben heute viel hier auch beim Competence Day über Silos gesprochen. Und ich erlaube mir mal etwas, und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht allzu übel, wenn ich sage, die Automobilindustrie hat ja auch schon einen leichten Anstrich eines Silos. Denn normalerweise, wenn man einmal drin ist, kommt man nie mehr raus. Und es ist auch wahnsinnig schwer reinzukommen, wenn man nicht reingeboren wird. Richtig? Aber Sie haben das geschafft. Ja. Sie sind ja ein Technologiemanager gewesen, für viele Jahre haben bei Cisco gearbeitet, viele Jahre in der Führung in Deutschland und sind dann zu Bosch gegangen. Erzählen Sie mal ein bisschen was von Ihren Erfahrungen als Nicht-Automobilist in der Automobilwelt. Erstmal war es für mich sehr wichtig, diesen Step zu machen und die Chance zu bekommen, aus einem IT-Technologieunternehmen, globales Unternehmen, zu einem deutschen Automobilhersteller zu wechseln, ne? Und den Weg von IT zu IoT wirklich zu machen. Ich habe zwar bei Cisco schon das Thema IoT verantwortet in EMEA, aber hier hatte ich die Gelegenheit, wirklich bei jemandem zu arbeiten, der nicht nur das I besetzen kann, das Internet, sondern auch die Dinge besetzen kann und beides zusammenbringt. Wirklich die Hardware mit der Software, und daran arbeiten wir jetzt, seitdem ich da bin, natürlich auch schon vorher, beschleunigt, um in dieser Zukunftswelt Mobilität eine wichtige Rolle zu spielen. Und das hat mich gereizt und da fühle ich mich sehr wohl, weil da kommst du als jemand, der aus einer IT-Branche kommt, und ich bin kein Autospezialist, werde ich auch nicht in der Tiefe werden, wie jemand, der da 20 Jahre in dem Unternehmen verhaftet ist oder schon präsent ist, aber es gibt dir die Möglichkeit, auch die richtigen Fragen zu stellen und gewisse Veränderungen anzustoßen. Okay, also es geht Ihnen gut da und Sie spüren, dass Sie da auch mit dem Technologie-Background, mit dem Sie dort hineingekommen sind, einen Unterschied machen können. Ganz genau. Und das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir haben ja unser Gespräch, dem haben wir ja auch einen Titel gegeben, auch vielleicht ein bisschen provokant gewählt, nämlich Zukunft der Mobilität in Deutschland. Game over, Fragezeichen, oder Game on. Und ich glaube, wir hoffen natürlich alle und sind natürlich auch alle davon überzeugt, dass das Spiel noch lange nicht ausgespielt ist und dass auch trotz aller Herausforderungen, die diese Industrie im Moment hat, natürlich das Spiel eigentlich erst begonnen hat. Ja, also Game on natürlich. Ja. Es ist definitiv ein Game on. Und natürlich haben wir in bestimmten Bereichen, die gerade sehr softwarenah sind, einen gewissen Aufholbedarf. Aber ich komme gerade aus einem halbtägigen Meeting, wo wir unsere Softwarestrategie wieder verfeinert haben. Und wichtig in dem Zusammenhang ist dieser Angang in Bereich, ob es Software embedded ist, das wir schon lange machen, aber Software auch standalone und separiert von der Hardware, Software zusammen mit fremder Hardware und wie man es sich vorstellen kann, ist etwas, wo wir einen riesen Fokus drauf legen. Und das tun wir definitiv bewusst nicht im Sinne von Not Invented Here Syndrom, das ist schlecht. Nein, wir tun es zusammen mit Partnern und agieren dort mit kleinen Partnern, Technologiepartnern, mit großen, mit den Hyperscalern, mit anderen zusammen und versuchen doch den Weg wirklich in die Zukunft zu begehen, und zwar zusammen. Das ist sehr wichtig. Okay. Ein wichtiger Aspekt dabei, weil Sie haben jetzt sehr viel über Softwareentwicklung gesprochen und diese neue Sichtweise, die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen etc. Aus einer traditionellen Perspektive und auch so wie Automobilindustrie, würde ich sagen, immer noch auch medial wahrgenommen wird doch noch viel zu oft, für meinen persönlichen Geschmack gesagt, alle Probleme, die wir da haben, die lösen wir mit dem guten deutschen Ingenieursgeist und den weltweit einzigartigen Fähigkeiten unserer Automobilingenieure. Ja. Und verstehen Sie meine Frage nicht falsch, ich habe keinerlei Zweifel an den herausragenden Fähigkeiten dieser deutschen Automobilingenieure. Nicht umsonst baut dieses Land die besten Automobile der Welt, da sind wir uns wahrscheinlich immer noch alle einig. Aber wird das reichen, um die Krise zu überwinden?
Also erstmal reicht es nicht, dass jedes der Automobilunternehmen oder Tier-1-Zulieferer sich auf sich selbst fokussiert. Das habe ich ja schon angedeutet, sondern wir müssen zusammenarbeiten. Das tun wir. Das tun wir in Deutschland, in Europa, aber wir tun es auch global. Und da wissen wir wissen das definitiv, dass die Zusammenarbeit mit global agierenden IT-Technologie-Companies relevant ist und super wichtig ist. Und da ziehen wir Know-how, da geben wir Know-how, weil ich glaube, was Bosch halt bietet, zum Beispiel Bosch oder die deutsche Automobilindustrie, ist natürlich ein einzigartiges Know-how, aber wir müssen es kombinieren. Es kommt auf die Kombination an. Deswegen sage ich, Deutschland ist prädestiniert für die zukünftige IoT-Landschaft und diese wirklich zu prägen, das I mit dem T, das I mit dem T wirklich zu kombinieren, Dinge und das Internet zu kombinieren oder das Internet, Information Technology, mit der Operational Technology zu verbinden, Industrieproduktionskonstrukte zu datarisieren, sie wirklich in die Datenwelt zu bringen. Da können wir mitspielen, auch wenn wir das nicht alles alleine machen müssen, das können wir mit anderen zusammentun. Ja. Aber dann können wir wirklich Wertschöpfung erzielen, die nicht unbedingt ein Technologieunternehmen, von dem ich zum Beispiel komme, in der Art realisieren kann. Die Datarisierung ist ja ein Begriff, den Sie auch sehr gerne verwenden. Genau. Und ich finde, der passt auch sehr schön. Und auch natürlich, gerade hier, wenn wir hier bei Bechtle sind, uns unterhalten, dass Sie den Wert von Partnerschaft und Kollaboration mit anderen Unternehmen auch so herausstellen. Das ist natürlich hier etwas, was hier selbstverständlich ist, weil der ganze Erfolg von Bechtle schon immer auf den Partnerschaft mit den Industriepartnern gebaut war. Ja. Mögen Sie uns zu diesem neuen Partnerschaftsgeist, der auch bei Bosch herrscht, mögen Sie uns da noch mal vielleicht ein paar Beispiele geben? Ja, definitiv. Also wir haben jetzt über Partnerschaften geredet, die eher auf der technologischen Seite sind. Die werden wir weitertreiben und da arbeiten wir. Da gibt es Announcements mit eigentlich allen Hyperscalern. Es gibt mit Technologiefirmen Announcements, die wir auch treiben, die wir aktiv in der Automobil, in der Industrie, in der Energie, in der Residential-Welt, die wir alle bearbeiten, auch nutzen. Aber es geht natürlich auch darum, neue Geschäftsfelder, neue Kundensegmente, neue Buying Centers beim Kunden zu adressieren. Und da reden wir auch hier zwischen diesen beiden Häusern, zwischen Bechtle und Bosch zum Beispiel. Wie können wir Bechtles Instrumente und Präsenz zum Beispiel in Deutschland auch zu anderen Kunden nutzen und Bechtle unsere Technologie und Lösungen, Software, Hardware nutzen, um wirklich neue Angebote zu schnüren. Das tun wir schon gemeinsam und diskutieren das. Und da, was der größte Schritt für uns ist, ist wirklich zu sagen, okay, wir gehen da mit Vertrauen ran und sagen, okay, es geht nicht um Invented bei uns, ne, sondern wir wollen das mit anderen zusammen machen. Wir wollen auch zusammen zum Kunden gehen. Wir wissen, dass wir teilen müssen und dadurch erzielen wir deutlich mehr Vorteile, als wenn wir es alleine tun. Und das tun wir aktiv. Ne? Das tun wir auch, wenn wir zukünftige Kunden ansprechen, die vielleicht nicht die reinen Automobilkunden sind, weil die zukünftigen Kunden werden auch Kunden sein, die ganze Flotten managen, die vielleicht Städte sind, die vielleicht Unternehmen sind etc., die Bosch-Lösungen nutzen wollen. Aber da müssen wir uns erstmal rankommen und da sind Partner wie eine Bechtle natürlich optimal. Ja, und diese Erweiterung auch hin zu ganz neuen Kundengruppen, die Sie auch erschließen wollen, die steckt ja auch schon drin, dadurch, dass Ihre Division ja nicht Bosch Automotive heißt, sondern Bosch Mobility. Ja. Das ist ja sicherlich auch eine Botschaft. Genau. Wo soll denn diese Reise hinführen? Wo sehen Sie überall diese Anwendungsfelder für Mobilitätsservices und Technologien, die Sie bringen wollen? Ja, vieles, was Sie derzeit schon an Services in Ihren auch deutschen Automobilen beziehen, sind teilweise Entwicklungen, die originär aus unserem Haus kommen oder gemeinsam mit den OEMs entwickelt wurden. Da reden wir über Themen wie autonomes Parken, selbstparkende Autos, an denen wir arbeiten, auch zusammen mit Daimler, können Sie sich angucken in Stuttgart. Aber wir reden natürlich auch über Apps, die wir entwickeln, zum Beispiel zum Frühwarnen, wenn jemand falsch auf die Autobahn fährt. Ne? Und nicht erst über den Radiosender informiert wird, dass da was nicht okay ist, sondern wirklich in der Umgebung informiert wird, dass sie sich falsch bewegen, nämlich in Realtime. Das ist zum Beispiel. Oder wir aufgrund unseres Know-hows über das Automobil
können wir die Daten, die das Automobil produziert, die ja mit hunderten Sensoren ausgestattet sind, können wir helfen, diese Daten auszuwerten und Aussagen darüber zu machen, wie kann ich wirklich die Reach mit einer Füllung Sprit, auch als EV, wirklich extenden, ausdehnen, indem ich wirklich intelligente Signale gebe, Speed runterzunehmen, zu beschleunigen, anderen Weg zu wählen etc., also wirklich zu automatisieren. Das sind Services, an denen wir arbeiten, um nur ein paar zu nennen. Ja. Würden Sie mir zustimmen, dass es eine der größten Herausforderungen ist, für diese ganze Transformation natürlich die neuen, richtigen Mitarbeiter zu finden und die Talente und Skills in die Organisation hineinzubringen? Ja, das ist definitiv eine riesen Herausforderung, aber da ist Bosch, und da bin ich echt total begeistert, wenn ich sehe, wie Bosch erstmal sich international seit 100 Jahren aufgestellt hat. Er war einer der ersten deutschen Unternehmen, USA, China, überall. Und dort auch Talente akquiriert hat, die für diese Unternehmen arbeiten. Oder gucken Sie sich wirklich den Fokus auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz in Renningen etc. an, was für ein Stamm an Top-Leuten dort arbeitet und die auch gerne da arbeiten. Aber wir wissen natürlich, dass das müssen wir ständig verfeinern. Wir müssen dafür aber auch an unserer eigenen Kultur arbeiten. Wir müssen attraktiv werden. Da geht es nicht nur um Bezahlung, da geht es wirklich um, wie arbeiten wir mit neuen Umgebungen, wie sind wir im DevOps-Zeitalter angekommen oder entwickeln wir noch traditionell. Da müssen Sie Umgebungen schaffen und Inhalte schaffen und Transparenz ist ein wichtiges Thema. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich aktiv anwende beim Bosch, Transparenz über alles, was in diesem Konzern passiert und was wir treiben wollen. Das nimmt die Menschen mit und hält sie auch dabei und motiviert sie, wirklich Impulse zu setzen. Und das tun wir sehr, sehr aktiv. Ja, ganz wichtig sicherlich, weil ohne die Menschen, die das dann tatsächlich umsetzen, wird es nicht gelingen. Und die ganze Human Resource, die dafür erforderlich ist, die wird dann auch über die Partner nicht zu bekommen sein, sondern man will ja da auch seinen eigenen Kern haben und die Fäden in der Hand halten natürlich. Genau. Lieber Heinrich, lassen Sie uns noch ein paar Worte über Technologien reden. Wir haben das schon gestriffen natürlich. Welche Technologien sind es, die Sie im Blick haben in Ihrer Rolle als Chief Digital Officer bei Bosch Mobility? Wo erwarten Sie die größten Veränderungen jetzt aus einer Technologieperspektive für die nächsten Jahre? Also ich meine, die Rolle, das war für mich ein wichtiger Punkt, als ich zu Bosch gekommen bin. Was macht eigentlich der Chief Digital Officer? Ne? Und wofür ist er da? Ne? Wir haben das genannt, das digitale Haus, in dem wir beschreiben, was wir tun. Wir haben einen externen Fokus. Und da haben wir gerade drüber geredet. Da geht es darum, wirklich datengetriebenes Geschäft nach draußen zu entwickeln mit Partnern etc. Da tun wir eine ganze Menge. Aber wir gucken natürlich auch auf das Interne. Wie können wir uns optimieren intern, um Effizienzen zu heben, Produktivität zu steigern, in unseren Werken, in unseren Offices die richtigen Umgebungen zu bauen. Und dann die dritte Säule, und das basiert alles darauf, ist die kulturelle Schiene. Wie nehmen wir die Menschen mit? Und da ist die Erwartungshaltung, eine der Key-Sachen ist, neben dem, was wir als Leadership geben können, nämlich Transparenz etc. und eine andere Kultur bauen, ist, dass die Menschen, die wir haben, natürlich auch den Weg mit uns gehen. Hoffentlich gehen. Ne? Und ich sage, Education und Weiterentwicklung ist kein Push, sondern ein Pull-Thema und jeder hat Möglichkeiten, intern oder extern, sich wirklich auf diese neuen Bereiche hinzuentwickeln. Und ich sage, und da diskutieren wir sehr intensiv darüber im Bosch, wir haben mittlerweile draußen Instrumente, die sind so genial. Ne? Und du musst den Menschen nur wirklich, den Mitarbeitern natürlich eine gewisse Richtschnur, Guideline geben, wo sie überall reingehen sollen. Ne? Dann kannst du wirklich so viel von draußen aus der Cloud nehmen, mit dem du dich weiterentwickeln kannst und dich auf jeden Bereich vorbereiten kannst. Das tun wir sehr aktiv. Und da bin ich echt begeistert, wie viel das auch angenommen wird. Ja, wahnsinnig wichtig natürlich und vielleicht, das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit für mich, eine Schlussfrage noch zu adressieren, weil wir sind in der Tat auch schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Welchen Rat haben Sie denn für Mitarbeiter, nicht nur bei Ihnen im eigenen Unternehmen, sondern insgesamt auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier des Bechtle Competence Day heute? Was ist die wesentliche Kompetenz, die jeder und jede vielleicht aufbauen sollte,
um einfach für die Veränderungen fit zu sein, die kommen und da dabei zu sein und nicht nur zuzuschauen? Also ich glaube, wir sind in einer einzigartigen Position hier gerade in Deutschland, dass wir die Synergien zwischen den beiden Welten wirklich greifen sollten. Ne? Und egal, ob wir jetzt aus dem industriellen Hardware-Bereich, ich sag jetzt mal Hardware, ist nicht unbedingt immer Hardware, kommen, Sie wissen, was ich meine, oder ob wir aus dem Software-, Data-, Digital-Bereich kommen. Der Value ist, beides zusammenzubringen, das, was ich auch tue und lerne und adaptiere. Und da ist einfach der Aufruf an jeden, der hier die Gelegenheit hat, mitzuarbeiten, versucht, beide Seiten wirklich zu covern, weil da liegt der Hauptwertschöpfungsanteil, den wir bringen können. Ja. Deswegen ist das meine Wette, ne? Und mein Tipp. Ne? Gute Wette, da würde ich einsteigen. Gut, sehr gut. Wunderbar. Lieber Bernd Heinrichs, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, den Weg hier auch ins Haus zu uns auf sich genommen haben. Und es ist natürlich schön, wenn man dann auch live miteinander sprechen kann. Genau. Und hoffentlich werden wir das ja bald wieder auch öfter alle tun können. Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mitgemacht haben heute, dass Sie hier waren. Und auch danke für die sehr inspirierenden Worte auch zu der Partnerschaft zwischen Bechtle und Bosch. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Das kam aus dem Herzen, das war nicht vorher geübt. Na, das ist wunderbar. Davon war ich ausgegangen. Ja, und das ist natürlich hervorragend. Und deswegen nehmen wir es auch gerne mit und arbeiten genau in diesem gemeinsamen Spirit dann auch weiter. Herzlichen Dank, Bernd Heinrichs. Dankeschön, dass Sie da waren. Dankeschön, Herr Beifuß. Dankeschön. Ciao.